Heute stellt sich wieder der Yikong 4083 dem Offroad-Härtetest, aber nicht ganz unbewaffnet, denn diesmal hat er neue Räder bekommen, nämlich aufgebleite Metall-Beadlock-Felgen und etwas gröberes Profil. Und was das im Gelände für einen Unterschied ausmacht, das erfährst du jetzt in diesem Video. Viel Spaß dabei! Im letzten Video war ich sehr unzufrieden mit den Stockrädern, mit denen der Yikong 4083 ausgeliefert wird, und es gab auch einige Kommentare unter dem Video, auf die ich ganz kurz eingehen möchte. Zum einen wurde gesagt, du kannst dieses Fahrzeug nicht mit 2S fahren, du musst es auf 3S fahren. Okay, mit der Power hatte ich für meinen Geschmack keine Probleme. Nichtsdestotrotz fahren wir hier heute mit einem 3S-Akku 3300 mAh. Zudem wurde auch gesagt, pack mal ein bisschen Gewicht in die Räder oder ein bisschen Gewicht auf die Achsen. Das könnte dem Fahrzeug schon helfen. Haben wir jetzt auch gemacht. Wir haben jetzt Beadlock-Felgen aus Metall verbaut. Das Ganze auch nochmal ordentlich aufgebleit. Eine Sache, die ich hingegen nicht verändern möchte, ist hier mein Testgelände. Es wurde gesagt, dass das Gelände eigentlich für 1:10er Crawler ausgelegt ist, und das würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben. Nichtsdestotrotz möchte ich dieses Fahrzeug ganz gerne in diesem Gelände testen, und weil ich ja auch hier schon meinen First Run gemacht habe, ist es mir wichtig, auch auf dieser Strecke zu sehen, was hat sich jetzt durch den Austausch der Räder verbessert. Und natürlich gibt es hier die eine oder andere Stelle, wo ein 1:10er Crawler definitiv vom Vorteil ist, aber ich bin der Meinung, es gibt hier auch die eine oder andere Stelle, wo gerade der Yikong mit seiner großen Bodenfreiheit ordentlich punkten kann. So, auf geht's zum Härtetest. Wir beginnen wie immer mit einer ganz normalen Steigung. Wir haben hier so ein paar Felsen, wir sind im Kriechgang, haben aber beide Differentiale geöffnet. Das macht er wie immer hervorragend. Die Diffs bleiben weiterhin geöffnet. Jetzt kommen die ersten Steine hinzu. Und da hat er sich mit den normalen Reifen auch sehr gut gemacht. Und hier sehe ich jetzt auch kein Problem. Wir fahren mal ein bisschen zurück. Das schaffen wir auch ohne gesperrte Differentiale. Ganz wunderbar, kein Problem. Hier kommen wir jetzt an eine Stelle, wo der Yikong 4083 beim ersten Mal gescheitert ist. Die Räder haben sich mit leicht feuchtem Sand zugesetzt. Und wir konnten links nicht hochfahren, wir mussten den Ersatzweg nämlich rechts versuchen. Und jetzt gucken wir mal, wie er sich hier schlägt. Das ist hartes Gelände. Hier mache ich jetzt beide Diffsperren mal rein. Wir befinden uns im Kriechgang. Und jetzt versuchen wir wirklich mal diesen Bereich hier auf der linken Seite. Es ist trocken, es hat nicht geregnet. Das Profil setzt sich nicht so schnell zu. Das gefällt mir deutlich besser. Und jetzt guck dir das an. Jetzt guck dir das an, wie der hier hochmarschiert. Ich wollte eigentlich noch die Kameraperspektive wechseln. Das brauche ich gar nicht. Der ist nämlich schon oben. Richtig geil gemacht und ein sehr großer Unterschied zum ersten Mal. Hier wie immer meine Stelle, die ich einfach nur schön finde, die mit Gelände nicht viel zu tun hat, aber wo man sieht, wie sich das Fahrzeug in die Umgebung einpasst. Ja, es ist ein 1:8er. Ja, er ist ziemlich groß. Aber auch hier mit der Heide, das sieht doch toll aus. Klasse. Unsere erste richtige Steigung steht an. Differentiale sind wieder geöffnet. Wir sind weiterhin im Kriechgang unterwegs. Und hier kein Schlupf, keine Probleme, auch kein Schleifen der Räder zu hören. Ganz entspannt fährt er hier den Berg hoch. Nach der leichten Steigung kommt die schwere Steigung. Da schaffe ich es zu Fuß, also wirklich sehr unbequem und gerade so hoch. Leider sieht man vom Auto gar nicht mehr so wahnsinnig viel, weil man wirklich sagen muss, die Natur hier, die blüht, alles ist explodiert, ganz klasse. Aber das macht das schön. Wir hatten einmal ganz kurz Schlupf, wenn du es vielleicht gehört hast im Video. Das lag aber definitiv daran, dass die Differentiale offen sind, aber wir hatten keinerlei Probleme. Ich habe das Fahrzeug jetzt gedreht und wir lassen ihn jetzt mal ganz entspannt runterrollen. Ja, keine Probleme, im Gegenteil. Das Gewicht unten jetzt in den Felgen hilft nochmal dabei, dass das Fahrzeug auch wirklich nicht kippt.
Zum Thema Kippen schauen wir uns jetzt nochmal an. Wie sieht es denn mit der Seitenneigung aus? Ist das vernünftig oder kippt er schnell zur Seite? Und das finde ich nicht. Hier gerade nochmal dieses Aufgebleite, dieser extrem tiefe Schwerpunkt, den wir jetzt haben, der hilft hier auch nochmal, dass das Fahrzeug wirklich in keiner Situation, die jetzt normal ist, anfängt zu kippen. An dieser Stelle hatte ich mir beim ersten Mal die Zähne ausgebissen. Und da muss man auch wirklich euch recht geben, ja, das ist besser, je kleiner das Fahrzeug ist. Mit einem TRX 4M würde ich hier so hoch fahren, da bin ich mir sehr sicher. Und mit dem hier, der ist einfach breit. Ja, das ist nicht seine Welt, absolut. Aber wir gucken mal, ob er sich vielleicht hier mit den gröberen Rädern etwas besser anstellt. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Ich sperre jetzt nochmal die Diffs. Und wir positionieren ihn auch mal anders. Aber ich muss sagen, beim ersten Mal hat er es hier auch nicht geschafft. Aber das ist auch kein Vorwurf. Das ist auch in Ordnung. Aber hier kann man Fahrzeuge schön vergleichen. Und hier sieht man auch mal, dass größer nicht gleich immer besser ist. Und ich glaube, dafür ist er einfach zu breit. Das können wir an dieser Stelle auch abbrechen. Der wird hier nicht hochkommen, auch nicht mit diesen wunderbaren neuen Reifen. Eine Sache mache ich noch. Im ersten Video habe ich nochmal eine andere Anfahrtsstelle gewählt. Und das versuchen wir jetzt auch nochmal der Fairness halber. Hier jetzt die besagte andere Stelle. Wir sind im Kriechgang, beide Diffs gesperrt. Und hier hat er sich dann die Zähne ausgebissen. Aber wir wollen ja fair sein, wir wollen es hier auch nochmal versuchen. Was ich schön finde, die Räder schleifen nicht. Sie haben deutlich mehr Grip. Sie rutschen nicht ganz so schnell durch. Aber nichtsdestotrotz kommen wir hier nicht hoch. Das ist aber auch okay. Wie gesagt, dieses Fahrzeug ist wirklich extrem groß. Die Reifen sind ein ganz kleines bisschen größer im Durchmesser. Dementsprechend haben wir auch minimalst mehr Bodenfreiheit. Differentiale sind gesperrt. Wir gucken mal. So. Und ganz ehrlich, das macht der 1000-mal besser als vorher. Da bringt wirklich das Gewicht was und die deutlich gröberen Reifen. Das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Jetzt hat er schon so viel geschafft. Dann wird er das hier doch auch ganz einfach schaffen. Oder, das finden wir heraus, die Differentiale sind noch gesperrt. Wie im ersten Video nehmen wir auch hier den etwas steinigeren Weg. Ja, guck mal. Wunderbar. Jetzt bleiben wir ein bisschen am Diff hängen. Das ist aber auch okay. Fahren mal ein Stück zurück und fahren mal hier direkt über den Stein. Jawollo. Guck's dir mal an. Richtig schön. Das hat er doch toll gemacht. Klasse. Der Yikong 4083. Hat er sich verbessert im Gegensatz zu meinem First Run mit dem provokanten Titel Fehlkauf? Fragezeichen. Aber hallo, hat er sich verändert. Was wir nicht verändern konnten, das ist hier die Vegetation. Ich bin wieder auf meinem Track unterwegs gewesen. Diesmal war es aber trocken und nicht feucht. Von dem 3S Lipo habe ich jetzt nicht so wirklich was gespürt. Ich finde nicht, dass ich die Power gebraucht habe. Mir hätte ein 2S Lipo für meinen Geschmack auch völlig ausgereicht. Was aber einen ganz erheblichen Unterschied gemacht hat, das ist der Austausch der Räder. Wir haben deutlich mehr Gewicht und das auch wirklich gröbere Profil hat sich nicht mehr zugesetzt. Alles in allem würde ich dir empfehlen, wenn du dieses Fahrzeug kaufst, nimm nochmal so 60 bis 100 Euro in die Hand. Es muss nicht teuer sein. Die Räder habe ich auch schon mal in einem Video vorgestellt. Aber nimm einfach das Geld nochmal in die Hand, blei das Ganze ein bisschen auf, hol dir andere Reifen und du wirst sehen, das Fahrzeug performt ganz anders und man hat deutlich mehr Spaß. Was sagst du dazu? Welches Tuning kommt als nächstes? Schreib es jetzt in die Kommentare. Bis dahin, ciao.